Tipps und Tricks zum Quilten dieser Schneeflocke eines Papierschnittes. Herzlich willkommen bei Needle Engine, mein Name ist Elke und wir legen los. Der erste Tipp, quiltet mit einem Stopffüßchen. Moment, hier. Ein Stopffüßchen wippt. Und durch dieses Wippen braucht ihr euch keinen Kopf mehr zu machen, mit welchem Abstand soll euer Füßchen auf eurem Quilt liegen, damit ihr einen schönen Stich bekommt. Das entscheidet euer Füßchen. Und los geht's. Meine Schneeflocke lege ich wieder unter. Und wir können versuchen, ob wir mit unserem Quiltfüßchen zurechtkommen. Wir holen den Unterfaden nach oben. Bei meiner Maschine kann ich dann die Fadenspannung ein bisschen verstellen. Ich drehe sie eine halbe Nummer höher. Das macht viel aus. Und wir legen los. Wir halten unsere Fäden fest, vernähen dreimal auf der Stelle. Oder ein bisschen öfter. Jetzt habe ich genau ins Papier genäht, aber auch das ist okay. Und wir folgen nun unserer Spur. Jetzt brauchen wir unseren Quilt nur noch schieben. Das heißt, wir schieben einmal genau unsere Form entlang. Vernähen auf der Stelle und wandern weiter. Vernähen. Hier greife ich jetzt mit meinem Füßchen unter die Fläche, das heißt, ich halte einmal an, hebe mein Füßchen hoch, schiebe das Ganze drunter und arbeite weiter. Vernähen und weiter. Ihr seht auch die einzelnen Formen, die sind hier schon ein bisschen unterschiedlich. Arbeitet die genauso unterschiedlich nach oder anders unterschiedlich, auf jeden Fall unterschiedlich. Das lässt das Ganze sehr lebendig wirken. Wenn wir den inneren Kreis haben, schieben wir das Ganze einfach weiter zur nächsten Linie. Und nun fahren wir mit unserem Füßchen die nächste Form nach. So, jetzt habe ich hier eine Nadel im Weg. Da kann ich jetzt sagen, die Nadel möchte ich entfernen oder aber ich drehe das Ganze einmal, lege die Nadel flach und arbeite einfach an meiner Nadel vorbei. Jetzt habe ich die Nadel vorne und kann sie ganz ohne Probleme entfernen. Und weiter geht's. Vernähen, Nadel heben und wir schieben das Ganze weiter. So, zu unserer nächsten Form. Ihr steckt so viele Nadeln, wie ihr braucht. Mich stört dieses Wippen nicht. Wenn euch das Wippen stört, setzt ihr eine Nadel mehr. Eure Form muss nicht genau sein. Wir nehmen unsere Elemente später weg. Und keiner weiß, wie es sein sollte. Aber jeder sieht, wie es ist und so sollte das sein. So, jetzt habe ich hier einfach diese Lücke ausgespart. Seht ihr? Und wenn ich das wegnehme, ist da nur eine Linie, die so sein sollte.
Eigentlich braucht ihr hierbei euren Quilt so gut wie gar nicht mehr drehen. Ich mache das trotzdem. Außerdem möchte ich auch gerne die Form zu mir gewandt haben. Ich finde es leichter, als hier hinten zu arbeiten. Also sucht euch den Blickwinkel aus, den ihr ideal für eure Arbeitsweise entdeckt. Meiner ist jetzt hier. Ich habe es auch gerne zur Seite gedreht und arbeite zur Seite. Das liegt dann immer am Motiv. Probiert das einfach aus. Wenn ihr mit der gleichen Schneeflocke arbeitet wie ich, dann stellt euch diese Form hier wie zwei geschweifte Klammern vor. Warum? Ich habe auf meinem Bogen eine geschweifte Klammer gezeichnet. Eine geschweifte Klammer ist eine Bewegung, die kennen wir sehr gut. Eine Form, die wir schon ganz, ganz oft gezeichnet haben. Und eine vertraute Form lässt sich viel leichter quilten. Diese Form hier, die sollte der Form eines Ginkgoblatts entsprechen. Ich wollte so gerne in meine Schneeflocke ein Ginkgoblatt mit eingearbeitet haben. Ihr könnt an eurem Papier sehr dicht vorbei wandern, ihr könnt aber auch richtig viel Platz lassen. Das entscheidet ihr, wie das für euch am praktischsten ist. Ich würde es ein bisschen davon abhängig machen, wie oft ich die gleiche Schablone nutzen möchte. Wenn ich die Schablone oft nutzen möchte, würde ich eher ein bisschen mehr Abstand von dem Papier halten, weil ich sie dann nähe ich nicht so oft dadurch und sie bleibt einfach länger einsatzbereit. Das Allerwichtigste dabei ist, habt einfach Spaß, diese Schneeflocke zu quilten. Dann wird sie von alleine gut. So, der innere Kreis hat sich geschlossen. Jetzt arbeiten wir die einzelnen, die Nadel wieder versenken, die einzelnen Seiten nach. Die haben sich hier teilweise richtig geknubbelt, aber das ist egal, es ist Papier. Wir können das einmal wieder richten und das liegt wieder. Das hier sollte so ein bisschen an einen Blütenkelch erinnern, so an einen Tulpenblütenkelch, wie auch immer. Das heißt, wir nehmen hier die weiche Form von einer Tulpe. Wenn ihr diese Form schwer findet, weil wir so weit in die Spitze laufen und die Spitze so schmal wird, dann geht einfach nur bis zu dem Punkt. Macht die Spitze einfach kleiner. Das ist jetzt eher eine Amphore. Und wir wandern zur nächsten Seite. Wir könnten jetzt direkt schon unsere Außenkante mit bearbeiten, aber das machen wir nicht. Es ist viel einfacher, wenn wir jeden einzelnen Punkt, jede einzelne Zacke zuerst bearbeiten. Es lässt sich viel leichter vom Rhythmus her verfolgen. Wir brauchen auch keine Angst haben, dass unsere Schneeflocke verrutscht, denn dadurch, dass wir immer Stücke nähen und unseren Faden weiterziehen, haben wir diese Schneeflocke mit den weitergezogenen Fäden komplett gesichert. Wir können jetzt also wandern, wohin immer wir wandern wollen. Ich wandere hier hin. Ich setze mein Füßchen ab, ich versenke meine Nadel und jetzt drehe ich mir das einmal, denn meine Maschine hält das Ganze fest, so wie ich das möchte. Irgendwann passiert sowas. Ich mache das, ich übertreibe mal so. Unser Papier wird gekroncht. Hey, dann schieben wir es doch einfach wieder gerade. Es ist Papier. Geht mit dem Finger drunter, richtet das. So. Und wir können weiterarbeiten. Wenn wir unser letztes inneres Feld gequiltet haben, dann wandern wir zu unserem Außenrand. So. Und wir versenken erneut die Nadel. Unsere Schneeflocke, die wird gehalten von all diesen, von all diesen Wanderfäden. Das heißt, auch wenn wir jetzt keine Nadeln mehr in unserer Schneeflocke haben und unsere Schneeflocke tatsächlich nicht festgenäht haben,
sie verrutscht nicht. Das heißt, wir können jetzt also ohne Probleme einmal um unsere Schneeflocke herum quilten. An diesen Stellen hier, da wird das ganz gut gehalten und hier haben wir überall. Wir halten das Ganze wieder fest und wir legen los. Dreimal auf der Stelle. Wenn wir Angst haben, das Ganze verrutscht, halten wir einen Daumen auf die Stelle, die wir schon gequiltet haben. Und wir quilten weiter. Es kommt nicht auf Genauigkeit an, es kommt darauf an, dass ihr einfach eurem Motiv folgt. Hier habe ich jetzt so einen Faden quer liegen, den halte ich einfach zur Seite. Wenn er sich nicht mehr zur Seite halten lässt, weil wir, Moment, hier jetzt vor unserem Faden landen würden, können wir entweder einmal darüber nähen und ihn später entfernen oder aber wir schneiden ihn einfach auseinander. Wir haben jede einzelne Stelle vernäht, das heißt, unsere Schneeflocke wird nach und nach gehalten. Wenn ihr eure Schneeflocke verschiebt, einfach mehr zur Mitte schiebt, ist das egal, dann quiltet einfach da, wo sich das hinlegt. Wenn ihr, wie hier, euer Füßchen festgenäht habt, holt ihr einfach den Faden wieder heraus. Sowas kann passieren, wenn man mit diesen Wanderfäden arbeitet. Und wir nehmen den Unterfaden heraus. Und da ich hier am Rand bin, kann ich es auch hier abschneiden. Jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen beim Quilten von Papierschnitten. Habt eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten und patchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!